Liebe Lego-Fans, wir haben euch versprochen, dass wir jedes Mal, wenn sich hier in unserer Lego-Stadt was tut, euch ein Video-Update dazu geben. Und es ist wieder mal soweit. Wir antworten heute auf einen Kommentar, der sehr oft vorgekommen ist. Und zwar eine Geschichte, mit der ihr eigentlich vollkommen recht habt. Unser wunderschöner Güterbahnhof hier mit all seinen Zügen und Waggons und Verladekränen und Lokschuppen und so weiter, der ist wirklich zum Bersten voll. Also hier kann wirklich kein Zug mehr durch, ohne dass nicht andere das Gleis frei machen. Hier ist überhaupt nichts mehr zu holen. Nicht mal der 4512er, der gerade hier durchfahren wollte, weil er über die Brücke dort drüben gefahren ist, kann mehr vorbei, da ihm dieser 4560er ebenfalls aus der 9-Volt-Serie den Platz wegnimmt. Hier sind auch einige Verladekräne und so Rampen, die wirklich extrem dicht beieinander stehen. Also das ist gar keine so gute Idee. Ich habe mir am Anfang gedacht, dass das gut aussehen wird, aber irgendwie ist das doch dann etwas zu dicht hier. Außerdem kann man die ganzen Züge ja gar nicht rausholen, wenn man fahren möchte. Da muss man zuerst wieder alles abbauen und das ist dann doch sehr mühsam. Wir haben übrigens, falls ihr euch fragt, wo Rita ist, sie sortiert schon wieder ihre Minifiguren. Rita, wie geht's? Gut. Was machst du gerade? Es werden immer mehr. Ja, die Minifiguren werden immer mehr, was aber gut ist, denn wir wollen unsere Stadt ja sehr gut bevölkern. Ich bin schon gespannt, weil ja welche gefragt haben, wie viele Figuren wir haben. Ich möchte wissen, ob die jemals dann auch wirklich wer zählt. Ich bin gespannt. Es wäre interessant, wie viele es wirklich sind, aber wir werden vielleicht mal ein Gewinnspiel machen, wo jeder schätzen kann, wie viele Figuren wir haben. Und irgendjemand von uns muss sie dann halt wirklich selbst zählen. Und derjenige, der am nächsten bei der wirklichen Einwohnerzahl liegt, gewinnt dann irgendwas. Mal sehen. Wir stören dich jetzt auf jeden Fall nicht mehr und widmen uns etwas viel Wichtigerem, nämlich dem neuen Güterbahnhof, oder wie er jetzt momentan in der Planung ist. Also nochmal kurz, das ist wirklich, sieht zwar toll aus, aber viel zu dicht beieinander. Jetzt habe ich Folgendes überlegt. Und zwar haben wir ja hier im mittleren Teil unserer Stadt, ihr seht jetzt schon einige neue Sachen, die dazugekommen sind seit dem letzten Video, ja noch relativ viel freien Raum gehabt. Hier waren noch die Tischplatten wirklich zu sehen, wie sie sind. Und da ist ein relativ großes Stück Land noch frei gewesen. Wenn ihr euch erinnern könnt, hier haben wir das Doppelgleis, das wird dann verengt zu einem Gleis, hier mit den älteren grauen Straßenplatten. Das geht dann so nach vorne mit diversen Kränen und ja, Verladebahnhöfen aus allen möglichen Sets. Aber wenn ihr mal in unsere Kisten reingeschaut habt und euch Gedanken gemacht habt, wie viele Eisenbahnen wir noch haben, dann werdet ihr drauf kommen, dass sich das alles hinten und vorne nicht ausgeht. Jetzt habe ich heute das Layout etwas verändert, und zwar haben wir jetzt hier, wir haben noch einige dieser grauen Straßenplatten rumliegen gehabt. Wir haben jetzt hier Folgendes, und zwar geht es hier hinein nach dem Schranken in den Cargobahnhof, und es geht jetzt nicht nur eine Straße geradeaus, sondern es schwenkt auch noch eine zweite Straße hier nach links hinein, und wir haben also damit den Güterbahnhof jedenfalls auf diesem Teil des Layouts um einiges vergrößert. Es hat aber nicht lange gedauert, da bin ich in den Kisten gleich wieder fündig geworden und habe zum Beispiel noch so eine schöne Waage aus dem Set 4565 gefunden. Ebenso einen noch nicht fertigen Verladebahnhof, ich glaube das ist das Set 4555, der auch sehr gut aussehen würde, direkt neben dem hier. Dann ist der Fall, dass natürlich unsere Monorail, welche jetzt nur eine einzige Station ganz am Ende der Stadt hat, da vorne wo die Modular Buildings stehen, die muss natürlich quer durch die ganze Stadt gehen und soll natürlich auch hier irgendwo eine Station haben, damit unsere Leute von ihren Wohnhäusern ja auch in die Arbeit kommen.
Deswegen habe ich jetzt hier mal pro forma eine Monorail-Station hingegeben, einfach als Platzhalter, damit wir später dann hier vielleicht die grauen Monorail-Schienen verlegen können. Hier etwas weiter oben habe ich mal unsere letzten grünen Grundplatten verlegt. Hier stimmt das Format noch nicht ganz, da muss ich mich noch etwas spielen, dass das hier alles besser zusammenpasst. Wir haben nämlich auch ein paar dieser coolen Landhütten. Vielleicht werden wir da auch noch einen kleinen Fluss einbauen, damit unsere Leute Kajak fahren gehen können, aber so wird das in etwa jetzt mal vom Grundkonstrukt aussehen. Ja, was machen wir jetzt also mit dem hier? Es haben schon viele Leute geschrieben, dass das zwar sehr cool aussieht, aber viel zu dicht ist. Wir haben hier, wenn ihr mit mir nach rechts schaut, noch mehrere Meter Platz, bis wir dort sind, wo Rita sitzt. Das ist also der Plan, dass wir hier noch mindestens eine dieser großen Verlegeplatten kaufen und diese hier positionieren, weil dann hätten wir hier im hinteren Teil nämlich die doppelte Fläche und hätten also Platz, hier die Gleise und die Kräne und dieses ganze Waggon-Fuhrwerkzeugs ein wenig weiter auseinander zu bringen. Außerdem haben wir ja noch diverse Kisten, wo noch immer Züge darauf warten, positioniert zu werden. Also der Platz wird dann selbst nach der Vergrößerung wahrscheinlich wieder etwas zu klein, aber es wird sicher besser. Was haltet ihr von dem Vorschlag, dass wir das so machen, dass wir hier einerseits noch nach rechts vergrößern? Ich habe eigentlich vorgehabt, dass hier der Flughafen hinkommt, aber das wird wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen knapp, wobei hier wirklich noch einige Meter nach rechts Platz sind. Und hier mit dieser zweiten Straße, wo so allmögliche Container, Cargo und Frachtgeschichten hingehören. Mir gefallen speziell diese ganzen kleinen Wegen so, die so Container transportieren. Teilweise haben die gar keine Container mit. Also ihr seht hier, das ist alles viel zu knapp beisammen. Dann gehen wir noch kurz, also wie gesagt, die Meinung von euch würde mich hier sehr interessieren. Was würdet ihr hier am besten machen, damit das gut aussieht? Gehen wir noch hier etwas mehr in Richtung des Stadtzentrums. Hier hat sich das Straßenlayout doch ziemlich verändert. Und zwar haben wir hier an diesem Platz ja mal die Mine gehabt, die jetzt hinten im Schneeberg drinnen ist und so viel besser aussieht. Und hier diese Servicestraße mit Sets aus den, ja, ich glaube späten 1990ern, viel gehasste Zeit von Lego, die wir dennoch irgendwie integrieren wollen, haben wir jetzt hier etwas anders aufgestellt. Hier hinten brauchen wir noch eine dieser kleinen 16×16 Straßenplatten. Dann sieht das auch ganz gut aus. Und ich denke, dadurch, dass die hier so doch relativ nahe beieinander sind, brauchen die dann nicht so viel Platz und nehmen uns nicht den Platz für die guten Sets weg. Hier hinten haben wir mal die Tuning-Garage hingestellt und daneben die Forstpolizei, wobei ich am Überlegen bin, ob die nicht dort hinten bei den Landhäusern etwas besser aussehen würde. Und zu guter Letzt nehme ich euch noch mit auf den neuen Bauernhof. Da werde ich aber kurz durch dieses Loch hier durchkriechen und ich melde mich sofort wieder. So, liebe Freunde, wieder zurück. Ich bin jetzt hier in diesem Loch drin. Rita ist noch immer unter dem Fenster am Minifiguren sortieren. Wahrscheinlich werden wir dann wieder total coole kleine Szenarien hier aufgebahrt bekommen oder aufgetischt, je nachdem wie ihr wollt. Aber ich zeige euch jetzt noch kurz ein paar Neuheiten hier am Bauernhof. Zuerst mal, weil wir auch viel gefragt wurden, diese Bodenplatten, die gibt es leider nicht von Lego, die sind von einem anderen Hersteller. Wir finden aber, dass die hier speziell beim Bauernhof ganz gut aussehen. Wir haben jetzt erstens mal das Maisfeld etwas vergrößert, da das zuerst ein bisschen doof ausgeschaut hat, dass dieser Mähdrescher hier nur so eine ganz kleine Partie Maisfeld ernten musste. Das hätte man ja händisch schneller hinbekommen. Falls ihr euch fragt, ja, wir haben schon, ich glaube vor einem Monat ungefähr, besser gefallen mir übrigens diese Cones hier, gelbe 1×1 Steine bestellt in rund, damit hier auch Maiskolben drauf sind. Die sind aber noch immer nicht gekommen. Dann haben wir hier jetzt das Bauernhaus neu positioniert.
Da wird natürlich der Vorgarten noch etwas besser gestaltet. Und hier haben wir so einen kleinen Wald, der aber momentan im Begriff ist, abgeholzt zu werden. Wir haben jetzt nicht nur diesen Forsttraktor, sondern auch diesen Lastwagen, diesen Holztransporter hier stehen. Und hier wird gerade, ja, das Land zwar nicht gerodet, aber abgeholzt. Denn der Bauer findet, dass er mit seinen Maisplantagen mehr Geld machen kann. Und deswegen will er hier den Wald nicht mehr sehen. Und es wird hier wahrscheinlich in nächster Zeit noch eine größere Maisplantage sein. Dann hier am Bauernhof, hier hat sich auch ein bisschen was getan. Das ist aber schon sehr liebevoll. Hier leider unsere coolen Schafe sind wieder umgefallen. Die halten hier irgendwie nicht so gut. Wie gesagt, das ist unser Bauernhof. Wir haben jetzt hier auch relativ neu noch dieses Erntedank-Set, dieses limitierte, welches es, glaube ich, letztes Jahr gegeben hat. Dann haben wir noch ein paar Hühner gefunden, die hier auch mit von der Partie sind und auch sogar schon ein paar Eier gelegt haben. Und dann gibt es hier noch Kühe, wir haben Hunde, Katzen, hier ist sogar ein Schwein. Ich frage mich gerade, wo die anderen sind, die weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann geht es hier hinten eben weiter, einerseits zum Osterset, welches auch noch nicht final dasteht, so wie es mal soll, und zur Vestas Windkraftanlage. Hier hinten wird noch ein schönerer Abschluss gemacht, denn hier beginnt ja bereits das Disneyland und auch Hogwarts beginnt hier schon mit diesem Koffer, aber das wird alles noch ein bisschen schöner gemacht. Da werden wir wahrscheinlich auch noch hier Bäume pflanzen, um einen schönen Abschluss hinzubekommen. So viel auf jeden Fall für den Moment. Wir danken euch auf jeden Fall für die ganzen Kommentare, die ihr uns immer schreibt und die lieben Worte. Das ehrt uns echt sehr. Wir sind momentan gerade sehr intensiv beim Ausbau unserer Lego-Stadt. Leider warten wir schon immens lange auf Ersatzteile. Das liegt wahrscheinlich an Corona, dass die Lieferzeiten hier so lange sind. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir haben ja noch jede Menge zu tun und dann arbeiten wir halt einfach woanders weiter. Beispielsweise möchte ich schon längere Zeit mal den Schneeberg fertig machen. Geht leider nicht, weil keine Teile mit der Post kommen. Kann man nichts machen. Uns wird auf jeden Fall nicht langweilig. Wir hoffen, euch auch nicht. Und dann sehen wir uns sicher bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dann. Tschüssi.